Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast hier beim Mobile Flight Channel. Und wie ihr gerade seht, werden wir heute über Infinite Flight und das kommende Update oder die kommenden Updates hier sprechen. Denn wie ihr wisst, lässt sich Infinite Flight ein wenig Zeit mit dem neuen Update und generell Updates bei Infinite Flight dauern immer eine Weile. Warum das so ist oder woran das liegen könnte, das besprechen wir heute in diesem Podcast. Ich werde dieses Programm, dieses Experiment, sage ich jetzt mal so schön, werde ich jetzt mal hier testen und wenn es euch gefallen hat, werden wir bestimmt eine weitere Folge besprechen oder wir schauen, wie es in Zukunft wird mit diesem Podcast. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das gefallen hat und schreibt mir auch, was wir noch verbessern könnten und über welche Themen wir gerne sprechen möchten. Ja, wenn es jetzt englische Zuschauer unter euch hat, die auch vielleicht wissen möchten, über was ich hier rede, ich werde mir überlegen, in Zukunft noch Untertitel einzufügen, damit auch die englischen Zuschauer etwas davon haben, denn hier geht es mehr primär darum, halt keine Bilder zu zeigen, mehr halt zu sprechen über das, was uns gerade jetzt beschäftigt. Gut, ja, über was reden wir hier? Wir haben ja schon gesagt, wir reden hier über Infinite Flight und das kommende Update, die 777-200 und das Update 20.1. Wir reden auch über das Project Medal und ForeFlight. Und wir sprechen über die Vor- und Nachteile von IF und am Schluss gibt es ein kleines Fazit und wir schauen noch, wie eventuell die Zukunft von Infinite Flight wird oder werden kann. Ja, wir sprechen als allererstes mal darüber, was ihr denn dazu denkt oder darüber euch Gedanken gemacht habt über die neue 777-200 und das Infinite Flight neue Flugzeuge implementiert oder ein Flugzeug erneuert, was es ja schon gibt. Ich habe ja mal in einem alten Video oder einem älteren Video gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, da ich kein Entwickler bin und dass es doch schwierig sein kann, ein Spiel in dieser Größenordnung zu gestalten und ich ja nicht weiß, wie das Ganze funktioniert. Denn es ging ja darum, dass die 777, dieses Flugzeug, das gibt es ja schon und eigentlich hätten sie ja nur das Cockpit erneuern müssen, aber sie haben das ganze Flugzeug neu gemacht und ich denke mal, dass sie sich da schon was dabei gedacht haben und sie haben einen sehr großen Perfektionismus Infinite Flight und das ist ja auch gut so. Es hat ja auch eine riesige Community und ich denke mal, wenn dies nicht so wäre, dann wäre Infinite Flight nicht so beliebt, wie es ist. Ja, es hat natürlich auch einige Schwächen, Infinite Flight, und darüber sprechen wir aber dann am Ende dieses Podcastes. Wir werden uns jetzt mal dem neuen Update widmen, dem 20.1. Der letzte Trailer, der rausgekommen ist, hat ja nicht viel gezeigt, außer Airport-Diagramme. Ja. Und darüber sprechen wir kurz. Was haltet ihr von diesen Airport-Diagrammen und was sagt ihr dazu, dass Infinite Flight diesen Trailer released hat? Und was denkt ihr, was dieser Trailer aussagt? Oder was stellt ihr euch da vor? Das würde mich brennend interessieren. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, die Airport-Diagramme sind nach meiner Meinung, sind das Umrisse von Flughäfen, die man dann auf der Map sieht. Also wir reden hier noch nicht von 3D-Gebäuden. Das wird auf jeden Fall nicht kommen.
Oder noch nicht, sage ich jetzt mal, da sind wir noch weit davon entfernt. Genau. Ja, wir haben ja in diesem Trailer oder in einem davorigen Trailer auch gesehen, dass der Soundtrack, also das Soundpack der Flugzeuge das erste Mal geändert wurde. Das heißt, bei der 777 wurde das angepasst und das muss ich wirklich zugeben, das hat mich sehr gefreut, denn ich finde die Soundpacks bei Infinite Flight nicht wirklich gut. Die waren früher besser, heute haben sie so im Hintergrund so einen Propellerklang. Und das klingt doch sehr unecht. Ja, wenn man Flugzeug-Sounds von anderen Flugsimulatoren hört, dann ist das doch schon realistischer. Und bei Infinite Flight kommt dies und da bin ich mir sicher, dass das auf jeden Fall auch noch in Zukunft geändert wird bei allen Flugzeugen. Ja, wir kommen zu Project Metal. Ich glaube, eines der spannendsten Projekte zurzeit bei Infinite Flight. Und darüber sprechen wir jetzt und ich bin da auf die Foren gestoßen oder ich habe mich mal schlau gemacht über dieses Project Metal und wir werden jetzt hier, sie haben natürlich Stellungnahme bezogen, Infinite Flight, und ich möchte euch das hier mal nicht vorenthalten und euch das einfach mal vorlesen, was die uns da geschildert haben. Ich fange mal an mit der Einleitung. Wir machen uns auf den Weg, einige der Kern-Code-Basis, aus der unsere App besteht, zu aktualisieren. Etwas, das wir Project Metal nennen. Infinite Flight hält den Test der Zeit stand und wir werden weiterhin darauf aufbauen und uns verbessern. Um dies zu tun, muss man manchmal sagen, raus mit dem Alten. Das ist es, was wir jetzt tun. Und hier ist der Grund dafür. Die Hintergrundgeschichte, diejenigen von Ihnen, die unsere verschiedenen Interviews mit Entwicklern noch nicht verschlungen haben, wissen vielleicht nicht, dass Infinite Flight ursprünglich für Windows Phone im Jahr 2011 entwickelt wurde. Es gibt ein paar Gründe, warum wir uns für Windows Phone entschieden haben. Aber hauptsächlich deshalb, weil wir damals mit der Microsoft-Entwicklungsumgebung besser vertraut waren. Das macht es einfacher, die erste Version schnell auszuliefern. Auf Windows Phone haben wir XNA als Grafik-API verwendet, da dies die einzige Wahl war. XNA war ein Framework, mit dem Spieleentwicklern mit minimalen Codeänderungen auf Windows-PC, Windows Phone und Xbox zugreifen konnten. Ja, wir hatten eine Entwicklungsversion von IF, die auf einer Xbox 360 lief. Leider war XNA verhalten und nicht lange danach auch Windows Phone. Glücklicherweise begannen wir irgendwann davor mit der Arbeit an einer iOS-Version. Aber um nicht alles neu codieren zu müssen, verwendeten wir Monogame, eine XNA-Implementierung für viele Plattformen. Auf iOS und Android verwendet Monogame OpenGL ES als Low-Level Graphic API. Hier sind wir jetzt. Leider wieder ist OpenGL ES auf iOS-Geräten veraltet und Apple empfiehlt die Verwendung von Metal, einer moderneren Low-Level-Grafik-API. OpenGL ES funktioniert immer noch, aber es hängt an einer alten Version mit eingeschränkten Funktionen fest und es ist nicht abzusehen, ob es auf unbestimmte Zeit weiter funktionieren wird. Veraltete Dinge sind Apples Favorit. Es gibt viele Funktionen, die wir in Infinite Flight umsetzen wollen, die mit dem begrenzten Funktionsumfang, an dem wir festhängen, sehr komplex zu implementieren sind. Die einzige Möglichkeit für uns voranzukommen besteht darin, unser Rendering-Backend zu überholen, um die Vorteile der neuen Grafik-APIs Metal auf iOS und Vulkan auf Android nutzen zu können. Dies ist eine ziemlich komplexe Aufgabe, die viel Entwicklungszeit erfordert und keinen unmittelbaren visuellen Nutzen für den Endbenutzer mit sich bringt. Wenn alles gut geht, werden Sie nichts bemerken.
Der Hauptteil wird die Leistung sein. Metal und Vulkan sind viel Low-Level als OpenGL-ES. Das heißt, sie haben weniger Verbreitungsaufwand und sind besser vorhersehbar. Dies sollte dazu führen, dass wir insgesamt bessere Frameraten und weniger Stottern sehen. Ein weiterer Vorteil wird sein, dass es unseren Entwicklern viele Möglichkeiten eröffnet, einige coole neue Funktionen zu implementieren. Einige Funktionen, die wir gerne implementieren würden, die aber entweder unmöglich oder zu leistungshemmend waren. Dynamische Beleuchtung, die Möglichkeit, dass Flugzeuglichter, Flughafenlichter und mehr die Umgebung dynamisch ausleuchten, verbesserte Abschirmung von Flugzeugen, die das von der Umgebung kommende Licht berücksichtigen, Echtzeitschatten, volumetrische Effekte wie dichte 3D-Wolken und besseren Nebel, Verbesserung bei Texturstreaming, um im Multiplayer-Modus bessere sichtbare Flugzeuge zu ermöglichen. Natürlich ist ein Update wie Project Metal nicht trivial. Hinter den Kulissen wird eine Menge Arbeit geleistet, um dies zu ermöglichen. Unsere Entwickler arbeiten hart daran, den Grundstein für die Umstellung auf diese aktuellen Grafik-APIs zu legen. Das bedeutet nicht, dass andere Arbeiten aufgeben werden. Unsere Entwickler arbeiten hart daran, den Grundstein für die Umstellung auf diese aktuellen Grafik-APIs zu legen. Das bedeutet nicht, dass andere Arbeiten aufgeben werden. Die Arbeit an der B777-200 schreitet mit großem Tempo voran, ebenso wie die Arbeit an der Implementierung von Clouds. Letztlich sind diese Änderungen großartige Neuigkeiten für die Benutzer von Infinite Flight, auch wenn sie nicht sofort sichtbar sind. Wie immer werden wir sie im weiteren Verlauf auf dem Laufenden halten. Ja, meine Lieben, ich werde einiges aufklären. Ja, was heißt das nun für uns? Es war natürlich sehr vieles Technikgerede und Entwicklersprache, die da zu Sprache gekommen ist. Und im Großen und Ganzen heißt das, dass Infinite Flight ein Programm entwickelt hat, die es ermöglicht, komplexere Details einzufügen in das Spiel. Das könnte auch bedeuten, dass in Zukunft eventuell 3D-Gebäude kommen würden, Wolken, Wetter, komplexere Landebahnlichter und so weiter. Das ist auf jeden Fall in der Zukunft möglich mit diesem neuen Programm, um es auf den Punkt oder zusammenzufassend zu sagen. Ja, das erklärt natürlich auch, dass Infinite Flight in gewissen Punkten halt noch ein bisschen hinterherhinkt bei anderen Spielen, aber das liegt daran, dass Infinite Flight auch sehr hochwertig ist und sie sich überlegen müssen, wie können wir ein System kreieren, was natürlich ein Patent hat. Sie können sich natürlich nichts leisten, sage ich jetzt mal, von jemand anderem, und es gab in der Vergangenheit halt immer wieder Programme, die zu Schwierigkeiten geführt haben, dadurch, dass sie auch veraltet waren. So habe ich das jetzt hier in diesem Text herauslesen können. Ja, wir können gespannt sein, was in Project Metal mit uns bringt. Ich habe gehört, dass das Update 20.1 auf jeden Fall Wolken implementieren könnte. Und wir werden sehen, wie gesagt, was die Zukunft bringen würde. Wie viele von euch wissen, fliege ich Infinite Flight mittlerweile schon über 9 Jahre. Seit 2011 ist der Flugsimulator IF herausgekommen und seit diesem Tag benutze ich es oder kenne ich es. Und ich kenne auch ein bisschen die Entwicklung dieses Spiels und ich muss echt sagen, was sie geleistet haben und was sie für Arbeit hatten, und wenn man die Hintergründe kennt, warum Infinite Flight sich so langsam weiterentwickelt, dann hat man ein bisschen Verständnis dafür, was Infinite Flight leistet, und ich würde behaupten, dies ist auf jeden Fall in trockenen Tüchern alles. Das kommt, das wird auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Viele von euch würden natürlich sagen, es dauert alles ein bisschen zu langsam. Das stimmt, es dauert, aber wenn man jetzt sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass es doch ein sehr kleines Team ist, mit einer großen Community,
Und was es hier für Leistung in Sachen Hardware und Software benötigt, da glaube ich schon, dass es dies nicht leicht ist und auch eine bestimmte Herausforderung darstellt. Natürlich muss man auch sehen, dass wir hier von einer mobilen Version sprechen. Ja? Wir reden hier von Mobile Flight. Das heißt, wir haben hier einen Flugsimulator. Flugsimulatoren sind grundsätzlich immer sehr komplex. Ob es jetzt Konsole, PC oder auch nur mobile ist, vor allem Konsolen und PC, ist sehr komplex. Wenn man jetzt zum Beispiel den neuen Flugsimulator von Microsoft betrachtet, der hat Unmengen an Daten, ja, die er verbraucht und Grafikleistung, die immens sind. Ja, da braucht man eine riesengroße Hardware und man kann dieses Spiel eigentlich nur online spielen, sonst ist es gar nicht möglich, ja, oder fast nicht möglich, außer man hat einen Supercomputer. Und deswegen glaube ich, dass auf dem mobilen Markt Infinite Flight auf jeden Fall ganz weit vorne ist, wenn mit aber auch ein bisschen Schwächen. Wenn man jetzt die Schwächen mal ausblendet, dann ist das schon eine große Leistung und klar, man kann immer mehr machen und das tun die auch. Sie versuchen sich ja immer stetig weiterzuentwickeln. Es ist ja nicht so, dass sie stehen bleiben würden. Für einige ist es halt ein bisschen zu langsam und für einige auch nicht, ja. Ja, wir kommen zu Vor- und Nachteilen von IF. Wie ich jetzt ja schon gerade erläutert habe, sind die Vorteile ganz bestimmt natürlich die Weiterentwicklung, die voranschreitet, der Soundpack, die Flugzeugdetails, wie die Flugzeuge aussehen, das ist doch schon eine sehr schöne Arbeit. Ich würde schon fast behaupten, mit Aerofly 2020 gehört Infinite Flight, was die Flugzeuge betrifft, zu den besten, was mobile Geräte zurzeit auf dem Markt haben. Und klar, man könnte noch sagen X-Plane, aber X-Plane hat ja mittlerweile die veraltete Version oder sie haben zu der alten Version noch global hinzugefügt, was das Ganze natürlich ein bisschen abrundet, aber nicht zu vergleichen ist zu Infinite Flight und Aerofly 2020. Wir kommen zu den Nachteilen. Die Nachteile sind ganz klar da. Wir haben eine Szenerie, wir haben zwar global, aber die Szenerie ist teilweise sehr unscharf. Wir haben keine 3D-Gebäude, wir haben keine komplexe Lichter. Also wenn man durch die Nacht fliegt, dann sieht man nicht, wo Licht ist. Also man fliegt sozusagen durch die Dunkelheit. Die Flughafenbeleuchtung, die ist verbesserungswürdig. Wir haben kein Wetter, wir haben keine Wolken. Das Soundpack ist teilweise veraltet. Wir haben keine interaktiven Cockpits. Und wir haben immer noch dieses Panel-System, was wir auch aus RFS kennen. Aber RFS hat das Ganze natürlich von Infinite Flight geklaut und kopiert. Auch die ganzen Community-Geschichten, Multiplayer und die Events, das ist auch alles geklaut, sage ich jetzt mal einfach so frech raus und lehne mich damit auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber es ist so, da bin ich nicht der Einzige, der das behauptet. Aber wir reden hier nicht von RFS, sondern von Infinite Flight. Das sind die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe. Die sind auf jeden Fall noch markant, wo ich jetzt als Nachteile bezeichnen würde, genauso wie das Abosystem, dass wir einfach zurzeit gerade sehr viel Geld dafür bezahlen und es ist eines der teuersten Flugsimulatoren, wo ich sagen muss, finde ich nicht fair, dass es ein bisschen zu teuer ist für das, was sie jetzt gerade geleistet haben, aber das ist meine Meinung. Klar könnte man sagen, ja, Communities etc. und so weiter, aber im Endeffekt ist es einfach momentan noch viel zu viel Geld für das, was es bietet. Ja, ich finde, wenn man jetzt all diese Punkte, die negativen Punkte, die ich genannt habe, wenn man die drinne hätte in diesem Spiel, dann könnte man ruhig $10 oder Euro oder wie auch immer bezahlen für diesen Flugsimulator. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr nicht einverstanden seid, aber auch wenn ihr einverstanden seid. Wie gesagt, bitte produktive Kritik und keine konstruktive Kritik. Wir kommen zum Fazit. Ich denke mal, dass Infinite Flight auf jeden Fall auf einem guten Weg ist und ich bin sehr gespannt, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Ich glaube aber, dass eine sehr, sehr langsame
Entwicklung stattfinden wird. Das bedeutet, dass wir noch mit mindestens 4 Jahren rechnen müssen, bis wir diese genannten Punkte, die ich erwähnt habe bei dem Negativteil, dass die auf jeden Fall noch mit reinkommen. Dafür muss sich die Hardware in Sachen Mobile auf jeden Fall noch verbessern, denn ich merke, wenn ich zum Beispiel Aeroflight 2020 fliege, dass da meine mobilen Geräte an die Grenzen kommen. Das heißt, sie werden sehr warm und geben auch sehr viel Leistung und verbrauchen sehr viel Leistung. Und da merke ich schon, dass die Technik noch nicht ganz so weit ist, wie es gewünscht ist oder wie man, wenn es das Spiel komplexer wird, dass es dann die Leistung aushalten würde. Also da muss auf jeden Fall wieder was passieren. Da bin ich auch zuversichtlich, dass da was kommen wird. Und ich denke mal, der Rest wird sich zeigen. Aber ich gehe von 4 Jahren aus, circa, bis da eine Entwicklung, bis da der Infinite Flight so weit ist, dass man sagen könnte, eine komplexe Flugsimulator mit allen Möglichkeiten, interaktives Cockpit, global haben wir ja schon, aber einen vollumfänglichen Flugsimulator für unsere mobilen Geräte. Ich rede hier von X-Plane 11 Niveau, aber das dauert bestimmt noch Minimum 5 Jahre und wir können gespannt sein. Auch wie sich das dann im mobilen Faktor verändern wird, das werden wir dann sehen. Genau. Ja, Ground Service ist natürlich auch noch ein Thema. Das habe ich natürlich jetzt hier vergessen zu erwähnen. Das gehört natürlich auch zu dem Ganzen. Das fehlt auch noch. Ja, was ich natürlich auch noch vergessen habe, ist natürlich das ForeFlight. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das habe ich gerade gesehen, dass ich das noch nicht erwähnt habe. Ja, ForeFlight. Das ist eigentlich ein Link, also IF hat einen Link ermöglicht zwischen den beiden Apps, damit man Navigraph, also dass man, das ist sozusagen eine Navigraph-App, dass man sich besser navigieren kann und auch Charts sind möglich, das heißt Anflugcharts und SID und Stars Charts, das wird auch noch kommen. Und wie gesagt, das Project Medal sorgt eigentlich dafür, dass eine bessere Codierung von Futures ermöglicht werden, um größere Datenmengen zu ermöglichen. Genau. Ja, ich hoffe halt, dass Infinite Flight mehr daraus macht als all die anderen Flugsimulatoren Anbietern. Und da ist es auf jeden Fall spannend, noch weiter dann zu schauen oder die Entwicklung zu sehen. Ich weiß, viele sagen natürlich, ja, aber wieso hat RFS das und Infinite Flight nicht? Ich denke mal, dass Infinite Flight natürlich auf einem ganz anderen Level die Grafik darstellt und die Gebäude und sie natürlich einen höheren Anspruch hat als in RFS. Wenn man zum Beispiel bei RFS sieht, das Ganze ist ganz schön gemacht, aber man sieht halt auch die Grafik, die RFS hat, die ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie Infinite Flight. Und Infinite Flight ist auch ein bisschen perfektionistisch und sagt sich, ja, wenn wir schon was machen, dann muss es auch sauber und schön sein und nicht irgendwas hingestelltes wie bei RFS. Und ja, das verstehe ich total. Ich meine, RFS hat zum Beispiel auch keine originalen Cockpits, die sehen aus wie, keine Ahnung, Kindergarten. Zeichnungen irgendwie von einem Flugzeugcockpit, das ist nicht ernst zu nehmen, sage ich jetzt mal. Ich habe den auch ja schon ein paar Mal geschrieben, aber wie gesagt, da kommt nichts mehr zurück. Auf jeden Fall haben die auch vieles abgekupfert von Infinite Flight und das ist halt sehr schade, denn sie sind nicht sehr visionär. Das finde ich eben schade. Ja, Zukunft von IF, ich würde sagen, damit hätten wir eigentlich das schon geklärt, wie die Zukunft aussehen könnte von Infinite Flight. Ich gehe davon aus, nochmals 4 Jahre bis 5 Jahre, bis wir einen erweiterten Flugsimulator haben auf X-Plane 10 oder X-Plane 11 Niveau bei Infinite Flight. Also ich rede hier von 3D-Gebäuden,
Belichtung, interaktive Cockpits, aktive Cockpits haben wir ja jetzt schon, aber das kommt halt erst schleichend. Wetter, Soundpacks, Warning System Original und so weiter, Ground Service etc. Bis das kommt, reden wir hier von 4 bis 5 Jahren, schätze ich mal. Es kann natürlich sein, dass Sie eine Technik finden, wo es schneller geht, aber wir werden auf jeden Fall da noch einiges warten müssen. Ja. Damit wäre es dies gewesen von meinem ersten Podcast über Infinite Flight und das kommende Update 20.1. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was es zu erwähnen gibt zurzeit. Und wenn euch was einfällt zu diesem Podcast, was ich nicht erwähnt habe oder erwähnen sollte, sagt es mir in die Kommentare, auch wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Bitte schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ich einen weiteren Podcast dazu machen könnte oder machen kann. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und mir war das halt sehr wichtig, diesen Podcast zu machen, denn ich war schon ganz gespannt auf das Update und habe festgestellt, dass das eventuell noch ein bisschen länger dauern könnte. Und ich wollte jetzt einfach mal darüber sprechen, damit wir dann, wenn das neue Update gekommen ist, damit wir dann ein bisschen voraus sein können, uns um das Flugzeug zu kümmern und nicht noch über dieses Ganze sprechen müssen, denn ihr wisst ja jetzt Bescheid, die meinen Kanal abonniert haben und die diesen Podcast gehört haben. Ich würde sagen, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.